Gerade noch hat es für dich so gut ausgesehen. Du hast deine Aktie nach langer Überlegung gekauft, nur um nun festzustellen, dass es mit deiner Aktie mächtig bergab geht. Wie hättest du das wissen sollen? Genau darum soll es heute in der letzten Folge der Miniserie Marktzyklen gehen. Falls du die anderen Folgen noch nicht gesehen hast, habe ich dir die oben in der Infobox verlinkt. Wenn du wissen willst, was mit deinen Aktien genau passiert ist, dann solltest du dabei bleiben, denn genau darum geht es heute, den Bärenmarkt. Wir sind Leben in Freiheit und unsere Mission ist es, jedem eine gute Finanzbildung zu ermöglichen. Du willst uns unterstützen? Dann lass diesem Video ein Like da, damit der YouTube-Algorithmus unser Video noch mehr Menschen zeigen kann. Um zu verstehen, was ein Bärenmarkt ist und wie du damit umgehst, gibt es 4 große Fragen zu beantworten. Was ist eigentlich ein Bärenmarkt? Wie kann ein Bärenmarkt aussehen? Wodurch entsteht ein Bärenmarkt? Und wie handelst du am besten in einem Bärenmarkt? Schauen wir uns zunächst einmal an, was der Bärenmarkt eigentlich ist. Als Bärenmarkt wird ein starker Kursverfall einer einzelnen Aktie oder eines gesamten Marktes bezeichnet. Um wie viel Prozent die entsprechende Anlageklasse fallen muss und in welchem Zeitraum ist dabei sehr unterschiedlich definiert. Während einige bereits von einem Bärenmarkt sprechen, wenn der Kurs um 20% unter das 52-Wochen-Hoch fällt, gibt es auch andere Ansichten. Die US Securities and Exchange Commission, besser bekannt als SEC, also die amerikanische Börsenaufsicht, definiert Bärenmärkte als pessimistische Marktstimmung, bei der der Kurs eines Marktes um mehr als 20% innerhalb von 2 Monaten einbricht. Generell lässt sich also sagen, dass die Stimmung in einem Bärenmarkt pessimistisch ist und, wie wir bereits im ersten Teil erklärt haben, von starken Emotionen wie Angst und Verzweiflung begleitet wird. Die schlimmsten Bärenmärkte wurden beispielsweise durch die Wirtschaftskrise 1929, die Technologieblase um 2000 oder die Immobilienkrise von 2008 verursacht. Dabei sind jedoch nicht nur einzelne Aktien oder Märkte gefallen, sondern der gesamte Aktienmarkt an sich. Genauer werden wir uns das in Punkt 3 noch einmal anschauen. Da wir nun ja wissen, was der Bärenmarkt ist, müssen wir uns einmal kurz anschauen, wie dieser aussehen kann. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass ein Bärenmarkt ab 20% Verlust gilt. Doch Bärenmarkt ist nicht gleich Bärenmarkt. Vergleichen wir einfach mal den Bärenmarkt von 1929 und den, der sich 2008 ereignete. 1929 war der schlimmste Bärenmarkt in der Geschichte der USA. Dabei sind die Aktienmärkte ganze 90% innerhalb von 4 Jahren gefallen. 90%! Das musst du dir einmal vorstellen. Über einen Zeitraum von 4 Jahren wäre fast dein gesamtes Investment wertlos geworden. Wenn wir uns den Bärenmarkt von 2008 anschauen, bei dem die Aktienmärkte um etwas mehr als 50% einbrachen, wirkt das im Vergleich dazu schon fast harmlos. Eine weitere Sache, die du bei Bärenmärkten bedenken musst, ist, dass diese auch irgendwann wieder vorbeigehen und häufig gestärkt daraus hervorgehen. Beispielsweise lag der DAX direkt vor dem Crash 2008 bei knapp 8.000 Punkten, während er heute bei über 15.000 Punkten liegt, also knapp doppelt so hoch. Jetzt fragst du dich sicher, okay, ist ja alles schön und gut, aber wie entstehen denn nun Bärenmärkte Leben in Freiheit? Gut, dass du fragst. Zuerst einmal das Offensichtliche. Sie schließen an die Distribution-Phase an. Wie wir im letzten Video gezeigt haben, kommt es zu einem Preisverfall, weil Profis verkaufen. Die Kleinanleger versuchen zwar unwissentlich, dies aufzufangen, doch die negative Stimmung am Markt beginnt sich zu mehren. Bei einer einzelnen Aktie kann dies beispielsweise ein Analyst sein, welcher kundtut, dass die Aktie überbewertet ist, also mehr kostet, als sie wert ist. Bei ganzen Aktienmärkten sind dies meist Ereignisse mit gravierenden, meist globalen Auswirkungen. Wie die oben genannte Krise 1929, welche einer globalen Rezession vorwegging. Oder die Corona-Krise 2020, welche Unternehmen und Konsumenten weltweit lähmte. Diese negativen Ereignisse sorgen dafür, dass eine Aktie oder der gesamte Aktienmarkt im Preis fallen, weil alle hektisch ihre Investitionen verkaufen wollen, um keine hohen Verluste zu machen. Doch genau diese pessimistischen Ansichten und Emotionen sorgen erst dafür, dass es zu einem Bärenmarkt kommt. Immer mehr Anleger bekommen Panik, dass ihre Verluste zu hoch werden und verkaufen. Dadurch, dass immer mehr verkaufen, bekommen noch mehr Anleger Angst und verkaufen. Eine Abwärtsspirale. Irgendwann, wenn ein Markt oder eine einzelne Aktie tief genug gefallen ist, treten die Großinvestoren wieder auf den Plan und kaufen die Aktien zu einem spottbilligen Preis. Das ist auch genau der Punkt, an dem der Bärenmarkt wieder in die Accumulation-Phase eintritt. Der gesamte Zyklus wiederholt sich also. Alles schön und gut. Aber wie verhalte ich mich nun in einem Bärenmarkt? Das kommt auf 2 entscheidende Punkte an. Bedenke jedoch, du solltest niemals finanzielle Entscheidungen treffen, nur weil irgendein YouTuber meint, dass es die richtige sei. Wir sind keine Anlageberater. Also, erstens, hältst du selbst noch Aktien?
Und zweitens hast du Cash-Reserven. Wenn du noch Aktien hältst, bleibt dir nicht viel über. Du solltest diese Aktien, solange du fundamental von dem Unternehmen überzeugt bist, nicht in dieser Phase verkaufen. Egal wie hoch die Verluste in deinem Depot auch sein mögen, solange du nicht verkaufst, hast du keine Verluste gemacht. Hast du beispielsweise Positionen im Wert von 10.000 Euro am DAX gehalten, kurz bevor dieser gecrashed ist, würde auf dem Tief des Crashes nur noch knapp 4.500 Euro in deinem Depot stehen. Wenn du diese Position aber nicht verkaufst, sondern bis heute gehalten hättest, wäre deine Position heute knapp 20.000 Euro wert. Du siehst also, im Crash zu verkaufen ist das Dümmste, das du machen kannst. Anders ist es, wenn du in einem Bärenmarkt Cash-Reserven hast. Dann hast du die perfekte Voraussetzung, ein Vermögen zu machen. Wenn du also im Crash 2008 10.000 Euro Cash-Reserven hast und bei 4.000 Punkten in den DAX eingestiegen wärst, wäre dein Investment heute knapp 40.000 Euro wert. Wir sehen also, dass es wichtig ist, Cash-Reserven aufzubauen, bevor es zu einem Bärenmarkt kommt, damit du dann günstig Aktien shoppen gehen kannst. Zusammenfassung. Der Bärenmarkt ist ein Verfall von Kursen von mindestens 20% über einen Zeitraum von einigen Monaten. Er kann jedoch sehr unterschiedlich stark ausgeprägt sein, wie die Beispiele von 1929 und 2008 zeigen. Er entsteht meist durch schlechte Nachrichten, welche für eine Verkaufswelle sorgen, welche Angst und Verzweiflung bei den Anlegern entfacht. Daraus entwickelt sich häufig eine Abwärtsspirale, welche so lange anhält, bis professionelle Anleger wieder in die Aktie oder den gesamten Markt einsteigen. Wenn du im Bärenmarkt noch Aktien hältst, solltest du diese bloß nicht verkaufen, und wenn du Cash-Reserven aufgebaut hast, solltest du zum Ende des Bärenmarktes und zum Anfang der Accumulation-Phase diese nutzen, um günstige Aktien zu shoppen. Um die Auswirkungen von Marktzyklen zu verstehen und das nötige Bauchgefühl zu entwickeln, hilft nur eins: finanzielle Bildung. Genau dafür haben wir diesen Kanal ins Leben gerufen. Unterstütze uns, indem du diesem Video einen Daumen nach oben gibst und uns ein Abo dalässt, denn dadurch kann unser Video noch mehr Menschen helfen. Auf der linken Seite findest du die gesamte Reihe Marktzyklen sowie das letzte Video zu der Distribution-Phase. Bis zum nächsten Mal, dein Leben in Freiheit.